Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Onlife. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, an der ich mitwirke und partizipiere, die zu dokumentieren und festzuhalten und dabei zu beobachten, wie ich mich dabei verändere. Also sozusagen Altersforscher in eigenen Angelegenheiten, der den eigenen Abbau und den eigenen Verfall versucht festzuhalten und zu dokumentieren. Und das in Corona-Zeiten. Ja, das Ganze geschieht meistens so in 5 Hauptpunkten. Auch heute wieder. Also ein Thema Onlife, Thema Gesundheit, Thema Lektüre, Thema Ernährung, Thema Medien und Thema Medien. Und Lektüre habe ich gesagt, ne? 5 Stück. Ja, also, womit fange ich an? Also Onlife steht meistens so am Anfang. Onlife habe ich also gestern 4, 5 Videos gemacht. Mehr schaffe ich im Moment nicht. Ja, weil ich da diese Spielvideos mache. Ich bin auf dem Weg, mich zu transformieren in einen Gamer. Und dazu mache ich also viele Gamer-Videos. Und ja, das ist also der aktuelle Trend hier, die Veränderung, die hier stattfindet. Punkt 2, Gesundheit. Ja, Gesundheit, mir geht es gut. Ich habe kein Corona, keine Corona, also ich leide auch nicht an irgendeiner Angst vor Corona und so. Natürlich muss man sich irgendwie so ein bisschen an die Regeln halten, wenn alle anderen davon betroffen sind und wenn der Staat jetzt und seine hoheitlichen Institutionen und die Medien, die staatlichen Medien einem Tag und Nacht hier einhämmern, wie gefährlich das sei und dass wir alle bald sterben werden und so eine Endzeitstimmung hier erzeugen, da muss man sich natürlich schon der Form halber so ein bisschen an die Geflogenheiten so halten. Ich war gerade einkaufen, lange Schlange draußen vom Geschäft, 10, 15 Meter und ging aber dann erfreulicherweise doch schnell. Dann war ich neulich hier beim anderen Einkauf-Discounter, da musste ich mir die Hände desinfizieren. Also ich weiß nicht, wir haben einen Haufen gehirnlose Apparatschicks, die quasi stur ihre Vorschriften befolgen. Und wenn du von oben die Vorschrift reingibst, alle sollen sich um den Kopf stellen, dann stellen die sich alle auf den Ort und dann achten die darauf peinlich genau, dass jeder das macht und messen das dann noch mit Metermaß nach. Also so eine Typen von dieser Sorte haben wir ja ein paar 100 Millionen auf der Welt und allein in Deutschland haben wir schon so 81 Millionen davon. Ich meine, natürlich muss man Regeln haben in einer komplexen Gesellschaft, das sehe ich ja ein. Und bei einer Gefahr, wenn es denn eine Gefahr ist, muss man nach einem Strang ziehen. Aber hier in diesem Fall scheint mir, dass das völlig überzogen ist und übertrieben. Weil erstens, bei dem Test, man weiß überhaupt nicht, was man da genau testet. Man hat also irgendeinen alten Test aus der Schublade geholt und der misst auch zudem auch noch höchst ungenau. Also 50% trifft zu, 50% nicht. Also, und was der dann genau misst, ist auch unklar. Das sind diese PCR-Teste. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass dann angeblich Leute sterben. Ob die jetzt mit Corona sterben oder durch Corona, ist auch völlig unklar. Und dann werden so absolute Zahlen herangeholt. Also
die Statistik zeigt überhaupt gar keine, wie sagt man, gar keine Übersterberate. Also, dass mehr Leute sterben wie gewöhnlich. Das zeigt die Statistik momentan überhaupt nicht an. Aber trotz alledem haben die staatlichen Propagandasender hier die Order, volles Rohr, immer wieder absolute Zahlen in die Bevölkerung einzuhämmern und hier so eine Art Todesstimmung, so eine Art Endzeitstimmung zu erzeugen. Nicht bei mir, aber und jeder, der was dagegen sagt, der wird sofort gesperrt im Internet, dessen Sendungen, dessen Zeitungen werden nicht veröffentlichen und so weiter. Aber das lockert sich langsam. Langsam sehen wir also, dass zunehmend Berichterstattungen stattfinden, die objektiver sind. Heute habe ich zum Beispiel von RT, dem feindlichen Russensender, von dem habe ich heute einen Bericht über die Faktenlage zu Corona bekommen und gelesen. Und der war eigentlich ziemlich objektiv gehalten, also ohne Propaganda. Der hat versucht, das wirklich so auseinander zu klamüsern. Von der, wie heißt die Frau, Kosek oder so. Von der sehe ich auch den fehlenden Part. Ich sehe da nicht alles, ich glaube da auch nicht alles, jedes Wort, aber ein paar Sachen kann man hier schon glauben. Und in dem Fall von Corona nehme ich hier das ab. Sie hat also den Kölnischer vorgebracht. Der Kölnischer sagt das also auch mit den 50%, was schon der Bhakti und der Bogat schon gesagt haben, die relativieren das also weiter. Aber die anderen Medien, die seriösen, die sogenannten seriösen konservativen Printmedien, wie Frankfurter Allgemeine oder wie die Welt und so, die blasen weiterhin das Horn. Bei den Ministerpräsidenten sehe ich eine kleine Aufweichung. Also Laschet scheint das ziemlich liberal anzugehen, während jetzt Söder und einige andere so im Osten und auch im Norden Schleswig-Holstein, die möchten sich jetzt als der starke Mann, der starke Macher profilieren und möchten sogar den Leuten das Fahrradfahren verbieten beim schönen Wetter. Weil man fährt ja immer in der Gruppe Fahrrad, nicht bekannt, und da kann man sich natürlich jede Menge Coronaviren verbreiten auf diese Weise. Also wir haben eine unbekannte Krankheit, eine neue Krankheit. Wir wissen nichts über diese neue Krankheit, aber die staatlichen Stellen haben die Order ausgegeben, Panik, haben die Order ausgegeben, die ganze Bevölkerung derart einzuschüchtern, dass sie es Maul halten und dass sie jetzt nur noch sich in der eigenen Wohnung verkriechen sollen. Bis nach April. Ja, und dann wird wahrscheinlich rauskommen, dass man da schrittweise lockert, Salamitaktik, denke ich mal. Dann werden die Alten, die bekommen jetzt eine Zugabe dafür, dass sie so früh sterben. Dafür bekommen die dann eine Zulage, die können dann nochmal 4 bis 6 Wochen Corona machen und dann nimmt man noch die Risikogruppe aus. Dann wird man eine staatliche Impfpflicht einführen und wer sich impfen lässt, mit was immer auch immer, der kriegt dann vielleicht einen Freischein, vielleicht so einen gelben Stern, dass er dann in Deutschland wieder auf den Bürgersteig gehen darf oder so. Ne? Wir kennen das ja schon. Ja, also ich bin sehr unzufrieden mit meiner Gesellschaft, wie sich das Ganze hier entwickelt. Dass man natürlich als Staatsführer jetzt eine besondere Verantwortung hat, ist auch klar. Und dass, wenn jetzt die Sache sich nicht so verhält, wenn die Sache tatsächlich so tödlich ist, dann haben natürlich die Staatsführer die Verantwortung, auch was dagegen zu machen. Aber ich kann im Moment auch nicht erkennen, inwieweit das tatsächlich der Fall ist. Das ist das Problem. Und eigentlich kann das auch niemand anders. Auch die Virologen sind sich untereinander nicht einig. Der eine sagt also, man könnte das abschwächen und liberalisieren.
das wäre alles übertrieben. Und der andere sagt, nein, nein, und meckelt dann an den Methoden des anderen herum und so. Ja. Und der den Test erfunden hat, also der Drosten, der hat diesen Tester entwickelt, der momentan da eingesetzt wird. Das ist der ultimative Fachmann. Der steht also im Mittelpunkt. Und löst hier so eine Corona-Hysterie aus. Meiner Meinung nach ist das nicht mehr wie eine Grippe, eine neuartige Grippe, einfach eine neue Grippeart vielleicht, sagen wir mal so. Und mehr nicht. Und das sagen auch die Fachleute, die ich lese. Und ich habe das relativ gut recherchiert. Ich recherchiere so auf 3 Kanälen, also ich habe die Google News, ich habe den BBC News und ich suche die aus den RT. Von da habe ich schon einen schönen Durchschnitt. Und dann kommt noch hinzu, dass ich so einzelne kritische Autoren und Sender habe, die habe ich abonniert. Und von da habe ich schon sehr früh den Bogaert kennengelernt, den Dr. Wolfgang Bogaert, heißt der Bogaert oder so ähnlich, ja. Und dann den Dr. Bacardi, dann den Dr. Schiffermann, Bodo und so. Ja. Von daher habe ich da keine Angst gehabt, aber was nutzt das, wenn ich keine Angst habe, wenn dafür alle anderen hier Panik schieben oder wenigstens so tun, als wenn sie Panik schieben. Also die Behörden verbreiten die Panik und so eine Art Endzeitstimmung und setzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Es gibt auch so ein regierungsamtliches internes Papier, das habe ich gestern da kennengelernt. Da haben sie das dann nochmal geschrieben, wie denn die Bevölkerung traktiert werden soll, damit man die möglichst gehorsam zu gehorsamen Äffchen degradiert. Ja, es gibt eine Fachanwältin für Medizinrecht, die Beate Banner, die haben sie jetzt, da haben sie auch schon den Internetkanal zugemacht. Die hat sogar geklagt, die Klage ist abgewiesen worden. Also im ersten Durchgang, vielleicht war sie da auch nicht so richtig fit in der Materie. Kann das sein, auch als Fachanwältin ist man jetzt nicht in allen Sachen top. Und Juristen beobachte ich sowieso mit großer Distanz. Das sind Leute, die schreiben die tollsten Gutachten, die dafür sind. Und am nächsten Tag schreiben sie ein Gutachten, das dagegen ist. Und beide sind total plausibel, logisch. Kannst du dir dann was aussuchen. Das sind Juristen, also eigentlich nicht verlässliche Wahrheitsfinder. Ja. Ansonsten hier ist alles ruhig. Die Leute bald verhalten sich vernünftig. Keiner flippt aus. Alle halten sich so einigermaßen an die Regeln. Ja, was will man mehr machen? Versuchen sich mit den Zuständen zu arrangieren. Ja. Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn man jetzt eine Lebensmittelknappheit hat? Versorgungsengpässe oder so. Ja, ich denke, der große Knall kommt jetzt nach Corona, weil die ganzen Kosten, die jetzt entstanden sind, die müssen ja wieder reinkommen. Und das ganze Geld, das jetzt rausgeworfen wurde, das muss ja irgendwo wieder eingespart werden. Ja, und bei wem spart man dann? Natürlich bei den Alten, bei den Rentnern, bei den armen Leuten und so, dass man da wahrscheinlich die Mehrwertsteuer erhöhen muss. Weil die Unternehmen kann man natürlich nicht jetzt damit belasten. Ne? Und die kleinen Selbstständigen, ja, die gehen vor die Hunde.
Also der Friseur hat jetzt keine Einnahmen, mein Friseur auch nicht. Und der Gastronomie und der Reisebranche, die werden sich vorläufig nicht mehr davon erholen, denke ich. Und ob Europa wieder auf die Füße kommt, ist auch fraglich. Ja, bei BBC habe ich also einen interessanten Bericht gelesen über den Vergleich zwischen UK und uns. Und da kam also heraus, dass Deutschland schon eine führende Stellung hat in der Sache, in dieser Materie, in dem Testen, und dass die Deutschen auch ziemlich breit aufgestellt sind und sehr viele Labore sind. Wir sind also führend, wir sind die Corona-Spezialisten weltweit und hoffen dann, dass wir durch das Anschlussgeschäft dann die Kosten wieder reinholen. Also der Test von dem Drosten, der verkauft sich jetzt natürlich optimal. Die verkaufen die jetzt waggonweise. Ja, jetzt wird da schon der nächste Test entwickelt und so. Und am Ende kommt dann raus, ja, es war alles nichts, war alles harmlos. Aber es sind schon einige Leute zum Nachdenken gekommen und die werden weiter nachdenken und besonders auch dann, wenn man sie jetzt hier dann saniert, dann werden die sich dann noch viel intensiver bemühen, das aufzudecken. Und ansonsten bemerke ich so ein Umschwenken, dass also vielleicht der eine oder andere Fernsehsender auf den letzten Programmen irgendwann nachts auch schon mal die eine oder andere Bemerkung macht. Und dass es da auch kritische Menschen gibt. Die können ja, wir haben ja kritische Leute laufen. Es kann ja nicht sein, dass sie über Nacht quasi alle in Schlafmodus gefallen sind und jetzt ihr kritisches Potenzial irgendwie in die Tonne gestopft haben und jetzt nur noch über Heil rufen. Das kann es ja nicht sein. Das glaube ich nicht. Natürlich gibt es viele Leute, die sehen sich danach, gerade auch so konservative Kreise, die sehen sich nach ihrem Führer, nach der starken Hand und nach den 50er Jahren, wo angeblich alles noch viel besser war. Und die möchten diese Zustände wieder beiführen und sehen jetzt dafür auch Chancen, dass man also diese ganzen liberalen Errungenschaften, die ganzen Treffen und Teamworks und so, die ganzen Meetings, dass man das alles wieder einstampft und dann das rückgängig macht, dass die Leute wieder zu Hause bleiben. In die Kirche sollen sie aber auch nicht gehen, bei der Kirche kann man wohl auch nicht mehr trauen. Ja. Also so viel mal dazu. Heute ist der 11.04.2020. Wir haben jetzt 16:40 Uhr. Ich war gerade einkaufen. Smoothie habe ich heute gemacht, Müsli habe ich auch gemacht. Den muss ich noch zubereiten. Und einkaufen war ich gerade. Bewegung habe ich auch gemacht. Heute ein Ergometer. Ich mache jetzt mehr Ergometer jeden Tag. Und ja, das war's. Also jetzt bin ich wieder durch in meinem Programm. Habe ich mich ein bisschen ausgeheult hier. Zu viel zu emotional. Aber ich brauche ja keine Abonnenten, ich brauche keine Zuschauer. Ich sage das nur mal so in der Kamera, um das dann festzuhalten und dann später mal nachzuschauen, was ich da so gesagt habe und gedacht habe zu einem Zeitpunkt. Das ist also eine Momentaufnahme von mir, mehr nicht. Aber ich bin schon ziemlich überrascht, was hier passiert in der Gesellschaft. Und nicht nur ich. Überrascht, was hier passiert, wie schnell das passiert,
wie schnell Leute ihr Fähnchen wechseln und wie schnell Leute auch ihre Grundsätze, diese ganzen heuchlerischen Grundsätze, die wir über Jahrzehnte hier kultiviert haben, wie schnell Leute die alle über Bord werfen. Verfassung, Freiheit, Rechtsstaat, das zählt alles nicht. Das kann man alles über Bord werfen und das braucht man nicht mehr verteidigen. Und wer das verteidigt, den kann man auch fertig machen. Und man kann so kleine auch, man kann die Krise natürlich dazu benutzen, so Gegner fertig zu machen. Die Kämpfe zwischen den Medien, zwischen den öffentlich-rechtlichen und den Printmedien, zwischen den Printmedien und dem Internet und so, das geht ja in weitere Schärfe weiter. Ja, also so viel mal von mir, Leute. Ich sag mal Tschüss, macht's gut. Lasst euch von dem Corona-Wahnsinn hier nicht um den Verstand bringen. Haltet dazu Distanz und versucht die objektive Lage zu sondieren, herauszufinden, was wahr ist, was nicht. Insbesondere diese Corona-Materien, die Materien mit den Viren, wie sich das mit den Viren verhält, welche es da gibt, wie die Tests funktionieren und so weiter. Darauf erzähle ich in diesem Bericht Fakten zur Corona-Krise, glaube ich, von heute. Da gibt es sehr viele Hinweise und Interviews, denen kann man dann mal nachgehen, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ja, okay, Leute, das war's schon wieder. Ja, Tschüss, wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und macht's gut, Leute.